Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, diesen Kurzclip, den Sie zu Beginn dieses Videos gesehen haben, den nahm ich auf, kurz nachdem ich mit meinem Hund etwa 20 Minuten lang an der Unterordnung, speziell an der Leinenführigkeit gearbeitet habe. Und ich sage Ihnen was, dafür, dass mein Hund mit 5 Monaten schwerst traumatisiert zu mir gekommen ist, entwickelt er sich prächtig und ich bin jeden Tag noch etwas mehr stolz auf ihn. Ja, manchmal hängt er den Banditen raus und er kann nicht so gut mit fremden Rüden, aber generell gesehen bin ich sehr stolz auf ihn. Ja, man sagt ja jeden Tag eine gute Tat und meine besteht heute darin, dass ich eine Petition unterschrieben habe, die gegen ein Gesetz vorgeht, welches uns die österreichische Regierung angekündigt hat. Hier geht es um die Kürzung gewisser Teile des Gebrauchshundesports, ganz speziell der Schutzhundeausbildung. Das Ganze fruchtet auf diesem schrecklichen Unfall, der vor nicht allzu langer Zeit in Österreich geschehen ist. Ich dachte mir schon, dass so etwas Ähnliches kommen wird, doch da gab es eine Fehlinformationskampagne bezüglich Schutzarbeit, ausgehend von einer österreichischen Tierschutzorganisation, gegen welche diesbezüglich schon juristisch vorgegangen wird. Und schauen Sie, ich finde es traurig, dass die Politik da oftmals auf einen Zug aufspringt. Wie soll ich das sagen? In vielen Themen kommen Leute ins Spiel, die hier politisch was bewegen, welche absolut mit den Themen, die sie ansprechen, überhaupt nichts zu tun haben. Auch hier ist das so und ich weiß, dass große Verbände des österreichischen Hundesports hier schon dahinter sind, zu Recht meiner Meinung nach, denn was diese Tierschutzorganisation von sich gegeben hat beim Thema Schutzarbeit, das war absolut schrecklich. Ja, also inkompetente Aussagen, Falschinformationen und so weiter. Mein Hund hat etwas unten gehört und lässt den Wächter gerade hier raushängen. Ich lasse ihm noch etwas anschlagen und dann werde ich ihn stoppen. Und wenn wir schon beim Hundesport sind, Vito, ist schon gut jetzt. Ist schon gut. Brav ist er, der Bub. Ist schon gut. Haben Sie gewusst, dass das kleine Österreich zu den größten Hundesportnationen der Welt gehört, neben Deutschland und einigen anderen? Das ist Fakt. Und ich bin stolz darauf, viele Jahre lang daran teilgenommen und mitgewirkt zu haben. Und wenn wir schon beim Gebrauchshundesport sind, dann möchte ich heute gleich die letzte Rasse der Gebrauchshunderassen, dieser neuen Gebrauchshunderassen bringen. Und zwar spreche ich vom Bouvier de Flandre. Ja, in den 90er Jahren betrieb meine Ex-Partnerin eine recht große Videothek. Wir wissen schon, das waren noch Zeiten, Videotheken, das begann alles mit Video 2000 und Betamax. Dann folgte VHS und zum Schluss dann die DVDs. Das war schon toll, man ließ sich 2, 3 Filme fürs Wochenende aus, lud Freunde ein oder machte einen Videoabend mit der Familie, das konnte schon was. Damals gab es noch kein Netflix, aber das passte schon. Ja, der Standort dieser Videothek war zwar recht okay, doch in der Nacht, und das war ein sehr großer Parkplatz, war es dort stockdunkel. Meine Ex-Partnerin ging da etwa um 23 Uhr täglich mit der Losung dann runter zum Parkplatz und fuhr nach Hause, aber so oft es mir möglich war, holte ich sie von dort ab, weil es nicht ungefährlich war. Und eines Tages kam ich auf diesem Parkplatz an, da war es so etwa 22:45 Uhr, stockdunkel wie immer, und stieg aus dem Auto aus. Und als ich die Autotür zuschloss, hörte ich plötzlich aufgeregtes Rufen und Schreien und kurz danach Pfotengetrappel. Und plötzlich standen 2 Ungetüme vor mir, 2 dunkle, große Hunde, die mich, klar, erkennbar bedrohten. Aber ich drängte mich auf die Autotür und denkte mir nur, bist du deppert. Also, ja, die Österreicher verstehen mich schon. Die Besitzerin dieser beiden Hunde war aber gleich da, entschuldigte sich 1000-mal, beruhigte ihre Hunde und ich erkannte, das waren 2 Bouviers. Die gehörten dieser Dame, welche sich auf diesem Parkplatz einfand, um sich ein Geschäftslokal, das zu vermieten war, anzusehen. Also wie unsere Videothek war im 1. Stock, dieses
Geschäftslokal, welches zur Miete freistand. Ja, das war unter uns. Ich sagte ihr damals, heute wird sie nicht viel sehen, denn hier ist das Nachtzimmer stockdunkel. Sie kam dann nächsten Tag und mietete das auch, machte ein Nagelstudio daraus. Die hatte 2 Bouviers, die ich dann danach des Öfteren noch traf. Ja, ich unterhielt mich natürlich mit ihr über diese Situation, über diesen Vorfall. Sie entschuldigte sich nochmals und ich sagte ihr, ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Ja. Das war eine Begegnung, die ich nicht unbedingt wieder erleben möchte. Also das war schon recht bedrohlich. Ich würde auch fast sagen, das war schon etwas gefährlich. Wer ist der Bouvier de Flandre? Das sind Hunde, die von ehemaligen belgischen und französischen Treiberhunden abstammen. Ja. Also diese Treiberhunde, die in der Gegend der belgischen und französischen Flandern, welche durch keine Grenze getrennt ist, unterwegs waren, hatten die Aufgabe, wie es der Name schon sagt, Rinder zu treiben. Auch waren das Zughunde, die mit Waren beladene Karren zogen. Also das mussten starke, gleichzeitig aber auch mutige, bewegliche, leistungsfähige Hunde sein, denn wenn Sie sich für Treibhunde interessieren, sehen Sie sich YouTube-Videos von Australian Cattle Dogs an bei der Arbeit. Da sehen Sie, wie reaktionsschnell, wie beweglich die sein müssen, da sie sonst früher oder später in einen Huftritt hineinlaufen, der schon einige Spuren hinterlassen kann. So war auch dieser Treiberhund. Das war ein mutiger, schneller, beweglicher, aber sehr starker Hund, der auch dazu fähig war, schwere Karren zu ziehen. Mit der Modernisierung dann verschwand der Verwendungszweck dieses Hundes und man konzentrierte sich mit Vorliebe darauf, den Vorfahren des Bouvier als Wach- und Schutzhund für Bauernhöfe einzusetzen, aber durch seine Fährtentauglichkeit war er auch ein sehr beliebter Begleiter des Wildhüters. Auch die Polizei nahm sich Bouviers, weil sich dieser Hund für den Polizeidienst extrem gut eignete. Und in den beiden Weltkriegen wurden die Bouviers mit Vorliebe als Sanitäts- und Meldehunde eingesetzt. 1982 schaffte er es in die Riege der 9 Gebrauchshunderassen Deutschlands, ja, und stellt heute einen überaus respektierten Konkurrenten beim Turnierhundesport dar. Als allgemeine Erscheinung würde ich den Hund so bezeichnen. Wenn man einen Bouvier trifft, dann ist der erste Eindruck dieses Hundes der eines bäuerlich aussehenden, großen, starken Hund, der sich harmonisch bewegt. Ja, das ist ein Hund mit recht viel Fell und man sagt, das Deckhaar bewegt sich so bei 6 cm und er hat dichte Unterwolle. Dieses Fellkleid sollte man 2 bis 3 Mal die Woche anständig bürsten, kämmen und alle 6 Monate mindestens trimmen. Bei der Schulterhöhe sehen wir bei den Rüden Hunde mit 62 bis 68 cm und 35 bis 40 Kilo Gewicht und bei den Hündinnen 59 bis 65 cm und 27 bis 35 Kilo Gewicht. Die Farbpalette ist beschränkt. Ja. Die bekanntesten Farben des Bouviers sind ein Beige, das geht über Grau in ein wolkig Schwarz. Tiefschwarz ist erlaubt, aber nicht unbedingt erwünscht. Beim Charakter würde ich diesen Hund, und jetzt werden Sie vielleicht, weiß ich nicht, verwirrt sein, ja, aber ich würde sagen, er fährt mit dem Hoverwart dieselbe Schiene. Denn genau wieder, obwohl die sehen sich überhaupt nicht ähnlich und haben auch überhaupt nichts miteinander zu tun, aber sie sind meiner Meinung nach ähnlich, sie funktionieren ähnlich charakterlich, denn genauso wie der Hoverwart ist auch der Bouvier ein führerharter Hund, bei welchem eine antiautoritäre Erziehung absolut nicht angebracht ist. Aber ich sagte ja schon beim letzten Video, antiautoritäre Erziehung ist, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich so etwas höre, wenn Leute sprechen von, mein Hund stellt ein gleichberechtigtes Lebewesen zu mir dar. Ja? Also was soll der Blödsinn? Seien Sie mir nicht böse, aber einen Hund so zu erziehen und ihm weiß zu machen, du bist gleichberechtigt mit mir, ist doch fahrlässig. Das kann gefährlich sein. Also davon bin ich überzeugt und ich bin mir sicher, 90 oder 99% meiner Zuseher ebenfalls. Schauen Sie, zwischen
autoritärer Erziehung und brutaler Erziehung ist ja ein riesengroßer Unterschied. Ich verachte überharte Hundeerziehung. Aber genauso finde ich, ist es absoluter Schwachsinn, einen Hund derart in Watte zu packen und sämtliche Konsequenz fallen zu lassen. Das ist fahrlässig. Das ist ein großes, starkes Raubtier mit ausgeprägtem Sozialverhalten. Der braucht eine strukturierte Rangordnung, sonst wächst ihnen dieser Hund über den Kopf. Und genauso ist das auch beim Bouvier, der macht auch keine Ausnahme. Das gilt für alle Hunderassen, vom Chihuahua bis zum Irish Wolfhound. Bei einem Hund muss man da mehr dahinter sein und bei einem anderen kann man die Zügel etwas lockerer lassen. Aber antiautoritäre Erziehung, eine Erfindung der modernen Zeit, meiner Meinung nach. Ja, doch, der Bouvier ist ein Hund, der sich, so wie der Hoverwart, deswegen vergleiche ich die jetzt miteinander, extrem stark an seine Besitzer bindet. Und auch dem Bouvier sagt man nach, dass er nicht gerne alleine ist. Gerne alleine ist gar kein Hund, aber es gibt eben Hunderassen, die kommen besser damit klar. Und dann gibt es welche, die kommen weniger gut damit klar. Und der Bouvier gilt als ein Hund, der damit weniger gut klarkommt. Das bedeutet, bei dieser Hunderasse sollte man schon früh damit beginnen, ihn ans Alleinesein zu gewöhnen. Das sind Hunde, die, wenn sie zu lasch erzogen sind, ihre Besitzer gern mal austesten. Schauen Sie, das sind sehr starke, führerharte, ich möchte nicht sagen, derartig herrische Hunde, wie es der Riesenschnauzer ist. Doch, das geht schon in eine ähnliche Richtung hinein. Das ist ein leistungsfähiger, harter Gebrauchshund, der aber, wenn er artgerecht erzogen, mit Gefühl erzogen wird, eine absolute Familienperle darstellt. Einen tollen Kumpel für Kinder darstellt. Einen absolut tollen Familienhund, zuverlässigen Bewacher und Beschützer darstellt. Das ist meine Meinung. Wenn Sie mich fragen, wie ich einen Bouvier schnell erklären müsste, dann würde ich sagen, das ist ein großer Hund. Also er ist schon übermittelgroß mit knappen 70 Zentimeter. Ein großer Hund, kein Riesenhund, aber er ist groß. Sein Aktivitätslevel siedelt sich schon oben an. Das ist ein sehr bewegungsfreudiger, aktiver, dynamischer Hund. Körperkrafttechnisch dürfen Sie diesen Hund nicht unterschätzen. Er mag nicht die Körperkraft eines Riesenschnauzers oder eines Rottweilers vorweisen, aber viel geht diesem Hund da nicht ab. Das ist ein Hund mit bis zu 40 Kilo Gewicht, 70 Zentimeter Schulterhöhe. Ein Hund mit hohem Aktivitätslevel, da geht schon die Post ab. Und trotz dessen, dass das ein großer Hund ist mit hohem Aktivitätslevel und hoher Körperkraft, würde ich meinen, ist er gut für die Wohnung geeignet. Obwohl dieser Hund recht viel Fell aufweist, sagt man ihm nach, dass, wenn das Fell gut gepflegt wird, regelmäßig gebürstet wird, er trotzdem, oder eher wenig hart. Das heißt, es gibt mit Sicherheit da draußen Hunderassen, die ähnliche Fellstruktur aufweisen wie der Bouvier, aber weit mehr Haaren als der Bouvier. Also ich denke, als Wohnungshund gut geeignet, denn selbstverständlich müssen Sie ein aktiver Mensch sein, der viel mit ihm unterwegs ist. Also kann man ihn auch in der Wohnung halten, denn wären Sie ein inaktiver Mensch, ein fauler Mensch, dann ist dieser Hund sowieso die falsche Wahl für Sie. Beim Thema Bewachen, absolut zuverlässiger Bewacher. Ein absolut zuverlässiger Wächter, das zählt auch zu den Aufgaben, die dieser Hund immer schon erfüllen musste. Also der hatte immer schon Wachaufgaben zu erfüllen und das manifestiert sich in einer Rasse. Thema Beschützen. Ein Hund mit der Substanz des Bouvier, also bis zu 40 Kilo Körpergewicht, bis zu 70 Zentimeter Schulterhöhe, weist schon anatomisch eine Eignung als Schutzhund auf, aber beim Bouvier kommt noch seine Einstellung dazu. Und dieser Hund ist jederzeit bereit und willens, seine Familie zu verteidigen. Deswegen würde ich sagen, ist der Bouvier, so wie alle anderen Gebrauchshunderassen auch, ein Top-Schutzhund. Die allgemeine Haltung möchte ich als herausfordernd bezeichnen. Ich sage mal, wenn ich das Ganze bewerte von total problemlos bis kompliziert, möchte ich ihn als Herausforderung einstufen. Ja, also der Hund kann sowohl für Anfänger wie auch für Profis
eine Herausforderung darstellen in der Erziehung, was ja nichts Schlechtes ist. Ja? Und wenn Sie sich das Ganze jetzt ansehen und vielleicht mit dem Hoverwart vergleichen, dann werden Sie sehen, dass sich diese beiden Rassen hier bei dieser Bewertung meinerseits völlig ident sind. Wieso? Weil ich der Meinung bin, dass sie dieselbe Schiene fahren. Ich wiederhole mich, die haben nichts miteinander zu tun. Das Einzige, was bei denen eventuell gleich ist, sie sind ähnlich schwer, sie sind ähnlich groß und sie haben eine ähnliche Einstellung. Ich denke, dass man rein von der Haltung her einen Bouvier gut mit einem Hoverwart vergleichen kann und hier oftmals nur die Optik entscheidet. Das ist meine Meinung. Für wen ist dieser Hund geeignet? Na, absolut geeignet für Hundesportler, für aktive Menschen, die laufen gehen, also joggen, Radfahren gehen, den Hund mitnehmen, viel wandern gehen. Absolut geeignet. Alles, was mit Bewegung zu tun hat, alles, was damit zu tun hat, dass der Hund körperlich gefordert wird, geistig gefordert wird, für diese Leute eignet sich der Bouvier fantastisch. Schauen Sie, das war und ist ein Arbeiter. Und auf das muss man sich einstellen, wenn man sich diesen Hund nimmt. Absolut nicht geeignet für inaktive Menschen, für Menschen, die vielleicht schon etwas älter und nicht mehr ganz so fit sind. Da sage ich mal, es muss nicht unbedingt sein, dass diese Leute dann mit dem Hund überfordert sind, ja, aber der Hund ist mit Sicherheit mit ihnen unterfordert. Davon bin ich überzeugt. Ob das ein 100% glücklicher Bouvier dann ist, das mag ich bezweifeln. Deswegen meine ich, nicht geeignet für inaktive Couch Potatoes oder für ältere Leute, die nicht mehr ganz fit sind. Also davon würde ich eher abraten. Mein Gesamtfazit dieses Hundes ist ein wunderschöner, Riesenschnauzer ähnlicher Hund. Ja, also er sieht dem Riesenschnauzer nicht 1:1 ähnlich, denn der Riesenschnauzer ist länger, ist etwas größer, etwas schwerer, aber man kann sie von der Ferne schon miteinander verwechseln. Aber in die Richtung Schnauzer geht ein großer, bäuerlich aussehender, schnauzerähnlicher Hund mit dynamischem Bewegungsablauf, herrliches Wesen, insofern erklärt, treu, starke Bindung zum Besitzer, toller Familienhund, super Sportler, aber ausgeprägter Wach- und Schutztrieb. Dieser Hund ist meiner Meinung nach, und auch hier wiederhole ich mich, eine absolute Perle, wenn er richtig erzogen wird. Ja, viel mehr kann ich von diesem tollen Hund nicht sagen. Ich sage nur, das kann schon was, ja, einen Bouvier zu besitzen. Das ist ein Hund, den sieht man nicht an allen Ecken. Und ja, der reiht sich da nahtlos ein, auch in die neuen Gebrauchshunderassen. Ein Top-Hund, hat den Verbleib in der Gebrauchshundeklasse absolut verdient. Wahnsinnshund. Also mir gefallen sie sehr gut. Das Einzige, was mich abschreckt beim Bouvier, ist derselbe Fakt, der mich auch beim Schnauzer abschreckt. Also ich bevorzuge ja immer pflegeleichtere Hunde, also kurzhaarige oder kurzstockhaarige Hunde. Ja, das Trimmen und das Ganze, ja, ist keine Hexerei, aber Sie verstehen schon, was ich meine. Aber das wäre das Einzige, wo ich sage, ich würde eher zu einem Dobermann oder zu einem deutschen Schäferhund tendieren, wobei dann der Unterschied zum deutschen Schäferhund bei der Fellpflege auch nicht mehr so groß ist. Ja, aber lassen wir das Thema. Sie verstehen schon, was ich meine. Gesamtfazit, toller Hund, Spitzenhund, gefällt mir sehr gut, beeindruckender Hund, ja. Und für alle Leute, die etwas Gas geben möchten und einen diesbezüglichen Hund dabei haben wollen. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's.